In der Wolfganggasse entstehen auf dem Areal der alten Badener Bahnremise 850 geförderte Wohnungen, darunter auch ein Gemeindebau neu. Thema des Bauträgerwettbewerbs war, Konzepte für Alleinerziehende zu schaffen bzw. zu entwickeln. Alleinerziehende sind eine immer größer werdende Gruppe und deswegen sollten die besonders bedacht werden mit neuen Wohnkonzepten. Was heißt das? Das sind auf der einen Seite Clusterwohnungen, Wohngemeinschaften, flexible Grundrisse, aber auch Klein- und Kleinstbüros, die zumietbar sind. Oder unter anderem auch Gästeapartments für ehemalige Partnerinnen oder Großeltern. Das Gebiet selbst zeichnet sich durch eine hohe soziale Durchmischung aus. Es wird soziale und gewerbliche Infrastruktur geschaffen, die insgesamt ein sehr lebendiges, buntes, neues soziales Quartier entstehen lassen. Die Wohnbauförderung in Wien ist ja auf Anzahl von Zimmern ausgerichtet. Das heißt, es ist oft notwendig, dabei flexibel zu sein und sich ein kleines temporäres Zimmer manchmal zu schaffen, das man auch wieder auflösen kann. In diesem Projekt ist das gezeigt worden, damit Menschen verstehen können, was heißt es denn, einen flexiblen Grundriss zu haben, wie könnte das aussehen und was könnte das jetzt für mich persönlich auch an Vorteilen bringen. Anforderungen an den Wohn- und Arbeitsraum unterliegen am stetigen Wandel. Darauf braucht es auch Lösungsansätze in der Planung, wie beispielsweise die beiden Projekte Loftflügel und Open House Wirtschaft zeigen. Beide haben gemein, dass es um das Thema Wohnen und Arbeiten geht. Beim Loftflügel beispielsweise geht es um verschiedene Grundrisse, die hohe Flexibilität ermöglichen, die Anpassungsfähigkeit ermöglichen und auch für die Zukunft neue Facetten innerhalb der Räume zeigen können. Und das Projekt Open House Wirtschaft geht einen anderen Weg. Da hat eine Baugruppe bzw. ein Raumunternehmen schafft ein Gebäude, wo 50% Wohnen und 50% Arbeiten untergebracht werden. Die Baugruppe ist als Genossenschaft gegründet und dadurch entsteht ein Stadthaus innerhalb des neuen Quartiers im Nordbahnviertel. Unsere Hauswirtschaft ist gegliedert in unterschiedliche Arbeitsgruppen, wo sich jedes Mitglied sehr intensiv in die gesamte Planungs- und Gestaltungsarbeit einbringt. Was gerade wirklich sehr spannend ist, wir haben mehrere Erweiterungsrunden, weil wir dann bis zum Einzug insgesamt ungefähr 200 Leute sein werden, die in der Hauswirtschaft wohnen und arbeiten werden. Und wir schauen eben drauf, dass auch so die Idee von der Hauswirtschaft rüberkommt und dass wir dann eben Leute finden, die auch so diesen Gedanken und unsere Vision teilen und sich dann eben auch partizipativ in den Arbeitsgruppen einbringen und dieses Projekt wirklich einfach gemeinsam gestalten, damit dann was rauskommt, was wir alle dann so richtig super finden und gut nutzen können. Die Erfahrungen, die wir bisher bei Prozessen und Methoden mit anderen Baugruppenprojekten sammeln konnten, haben wir auf die Größe und die Herausforderung der Hauswirtschaft angepasst. Und so haben wir eigentlich eine neue Form der Partizipation entwickelt, die partizipative Standardisierung. Ich glaube, die große Frage, die wir uns stellen, ist, wie weit können wir Anpassbarkeit und Flexibilität planen bis hin zur Fertigstellung? Und wie schauen Typologien von Wohnen und Arbeiten und Produktion miteinander aus? Wie vertragen sich Wohnen und Arbeiten miteinander? Oder wie können wir dann Nachhaltigkeit in diesem Haus vielleicht, also wie können wir das räumlich umsetzen? Home 21 ist das erste Projekt des Sofortbauprogramms, das 2018 fertiggestellt wurde. Bei diesem Programm ist es darum gegangen, in System- und Leichtbauweise schnell verfügbaren Wohnraum zu schaffen auf nicht für Wohnbauzwecken gewidmeten Flächen. Home 21 steht auf einer Gewerbefläche und ist so errichtet, dass es quasi nach Ablauf dieser Nutzung nicht abgetragen werden muss. Das heißt, es kann umgebaut werden für gewerbliche Zwecke. Im Zuge des Wiener Sofortwohnbauprogramms hat es unterschiedliche Herangehensweisen gegeben. Wir haben auf der einen Seite das Projekt Home 21, auf der anderen Seite das Projekt Botaksky-Gasse. In der Botaksky-Gasse setzt man auf eine Holzleichtbau-Modul-Systembauweise, indem man vorgefertigte Raumzellen, die in einem Werk
eben im Vorhinein vorgefertigt wurden, stapelt und kombiniert. Dadurch erreicht man eine hohe Flexibilität und wiederum eine extrem kurze Bauzeit. Das Projekt in der Botaksky-Gasse war ursprünglich für 10 Jahre geplant. Also wir sprechen von temporären Wohnen und es besteht die Möglichkeit, dass man das ganze System, diese Raumzellen, dann 2 weitere Male woanders wieder aufbaut.